Die Gummilauffläche Ihrer Lenkräder ist abgenutzt. Wie Sie diese wechseln, zeige ich Ihnen jetzt. Willkommen in der Proaktiv Servicewerkstatt. Mein Name ist Jendrik und wir benötigen heute folgendes Werkzeug. Einmal Spiritus zur späteren einfachen Montage des Laufrings, einen Satz Arbeitshandschuhe, ein Cuttermesser sowie den Montagekegelsatz. Der Montagekegelsatz besteht aus den beiden Schrauben, einer Unterlagscheibe und einer Distanzscheibe für die Montage der 3- und 6-Speichenräder. Eine längere Schraube zur Montage der 5-Speichenräder. Diese hat man bei gefederten Lenkradgabeln. Dann der Montagekegel selber sowie eine Halteplatte, um Montagekegel und Lenkrad später zu montieren. Dann der dazu bestellte neue Laufring und zur einfacheren Montage des Laufrings verwende ich heute zum Erwärmen einen Heißluftföhn. Man kann anstatt dem Heißluftföhn auch den Laufring im Ofen erhitzen. Ich zeige Ihnen heute den Laufringwechsel anhand von einem Dreispeichenrad. Dazu setzen wir als erstes den Distanzring auf die Radnabe auf. Der dient dazu, dass das Rad besser auf der Grundhalteplatte zentriert ist. Dann mit der ganz kurzen Schraube und Unterlagscheibe befestigen wir das Lenkrad an der Grundhalteplatte. Wenn das Lenkrad befestigt ist, können wir mit dem Demontieren des Laufrings beginnen. Den alten Laufring schneidet man im besten Fall mit einem Cuttermesser runter. Ich ziehe hierzu meine Montagehandschuhe an, die wir später auch noch zur Montage des neuen Laufrings benötigen. Zum Runterschneiden des gebrauchten Laufrings einfach einmal quer ansetzen und dann beachten, dass der Laufring in der Mitte eine Erhöhung hat. Diese muss dann nochmal extra durchgeschnitten werden. Sobald der Laufring bis zum Felgenhorn durchtrennt ist, öffnet er sich bereits und dann noch den mittleren Steg durchtrennen. So, sobald einmal aufgetrennt ist, kann der Gummilaufring entfernt werden. Ja. Jetzt, perfekt. Im nächsten Schritt legen wir die Felge horizontal auf und damit wir den Laufring nachher besser montiert kriegen, wird er später noch erwärmt. Das zeige ich Ihnen aber gleich. Nun setzen wir das eigentlich wichtige Teil auf, den Montagekegel. Der zentriert sich auf dem Lenkrad und wird mit der längeren Schraube gesichert. Nun erhitzen wir den neuen Laufring, in meinem Fall mit dem Heißluftföhn. Sie können es auch in einem Ofen machen, auf ungefähr bis maximal 70 Grad. Und wichtig ist einfach, Sie merken schon beim Warmmachen, sobald er deutlich weicher wird, wie er jetzt ist er eigentlich bereit, montiert zu werden. Damit er nachher gut drauf rutscht, sprühen wir den Montagekegel kurz bevor wir den neuen Laufring überstülpen mit Spiritus ein, dann gleitet er da schön drüber. Föhnen, föhnen und föhnen. Wenden und dann nach einiger Zeit, ja, circa eine Minute, ich föhne jetzt gerade mit 300 Grad, nicht zu nah hin. Und dann nach circa einer Minute ist der Laufring warm genug, um ihn auf die Felge zu stülpen.
Nun ist der Laufring ausreichend erhitzt und kann auf die Felge montiert werden. Dazu sprühen wir den Kegel mit Spiritus ein. Hier muss es jetzt ein bisschen schneller gehen, bevor der wieder kalt wird. Und drücken dann mit beiden Händen den Laufring auf die Felge auf. So, wie man deutlich gehört hat, ist der Laufring auf das Lenkrad geschnappt. Und wenn man das nun dreht, sieht man deutlich, dass er ringsum gut auf der Felge sitzt. Jetzt können wir den Montagekegel wieder demontieren. So, die Grundhalteplatte wieder entfernen und dann können wir das Laufrad von beiden Seiten anschauen. Wenn wir das Lenkrad von der Grundhalteplatte demontiert haben, prüfen wir, ob der Laufring auch richtig sitzt. Dazu schauen wir nach, ob auf beiden Seiten keine größeren Abstände zwischen Laufring und Felge zu sehen sind oder irgendwelche Wellenbildungen. Das ist in dem Fall alles korrekt montiert. Und wenn Ihnen unsere Service-Tipps gefallen haben, gerne als Rückmeldung einen Daumen nach oben da lassen. Und um immer die neuesten Service-Tipps zu bekommen, jetzt den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal in unserer Proaktiv Servicewerkstatt.